Servus, ich bin's, der Philipp. Willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Und heute zeige ich euch, wie man unschwer erkennen kann, Suavecito. Heute geht's mal um die letzte, zumindest für uns die letzte von Suavecito, die Suavecito Original. Also wir haben quasi von hinten angefangen mit den neuesten Produkten und sind jetzt beim ältesten Produkt von Suavecito, also der wie sie heißt, Original, der ersten Suavecito, die mittelfeste wasserbasierte von Suavecito. Wie man sieht, ja, wie jede mittelfeste wasserbasierte Pomade, gelartig, relativ gut durchsichtig, auch wie bei vielen anderen üblich, diese goldgelbe, hellgelbe Farbe. Was sie von anderen wasserbasierten Pomaden unterscheidet, ist einzig, wenn man ganz ehrlich ist, der Duft. Ansonsten tut sie, was alle wasserbasierten, mittelfesten Pomaden tun, ja, mittelfesten Halt geben, nicht ganz so schnell austrocknen oder fest werden wie die Firm Hold wasserbasierten Pomaden und je nachdem, welche Haarstruktur man hat und wie viel man nimmt, leichte Nachstylbarkeit. Ansonsten ist bei der eben das Besondere der Duft und der ist wie bei allen Suavecito-Produkten dieser sehr sportlich, frisch, zitrische Duft, ein sehr herber Duft, ein moderner Duschgel-Duft sozusagen oder ein moderner Deo-Duft. Jetzt nicht im negativen Sinne, es riecht nicht billig oder so, es ist halt nur sehr sportlich frisch, was wir sonst bei vielen anderen Produkten eigentlich nicht haben, sondern wir haben eher holzige Düfte, süßliche Düfte, schwere Düfte und hier habt ihr halt wirklich so ein, Vorzeige frische Kickduft eigentlich. Ja, kommen wir zur Pomade. Die lässt sich easy rausnehmen. Also da ist gar kein Druck dahinter. Die ist tatsächlich auch relativ weich, relativ wässrig, blöd gesagt. Und zieht auch keine Fäden, klebt nicht besonders. Also ist wirklich von der Handhabe her, ja, handzahm. Das Verteilen ist auch gar kein Thema. Lässt sich easy verteilen. Man merkt auch jetzt nicht, dass sie irgendwie anziehen würde oder so. Da habt ihr wirklich auch echt lange Zeit dann zum Stylen. Meine Haare sind ausgewaschen, leicht feucht noch. Wie wir es immer empfehlen, dass die Haare noch leicht feucht sind. Dann lässt sich das Ganze einfach besser verteilen. Und je nachdem, was ihr stylen wollt, hilft auch das Wasser, wenn man die Schwere nutzt sozusagen von den nassen Haaren, um einfach einen Slickback zum Beispiel zu machen oder wie bei Max zum Beispiel die Wellen rauszuziehen. Ich nehme noch eine kleine Portion nach. Wie viel ihr braucht, müsst ihr einfach auch austesten und wie nass oder feucht die Haare sein müssen, ist auch einfach, ja, ausprobieren, wie es bei euren Haaren am besten funktioniert. Wenn sie bei mir zu nass sind, dauert es einfach ewig, bis die Pomade anzieht und das habt ihr bei der Also dadurch, dass sie eine mittelfeste, wasserbasierte ist, die nicht so schnell anzieht, habt ihr einfach ewig Zeit. Ist natürlich ein Vorteil, wenn ihr akkurat arbeiten wollt und lange hinstylen wollt. Der Nachteil ist, es braucht relativ lange, bis sie ja den Grundhalt gibt oder bis sie Halt gibt und wird dementsprechend schwieriger für hohe Styles. Da würde ich euch eher dann die Firm Hold empfehlen, dass ihr einfach von Anfang an oder relativ schnell mehr Halt habt. Das Durchkämmen ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, bei der dauert es relativ lange, bis die anzieht und sie zieht auch allgemein nicht so stark an. Das heißt, Durchkämmen ist gar kein Thema und dann könnte man natürlich sagen, man macht ganz normalen Slickback. Das geht 1A. Wenn ihr jetzt so eine halbe Stunde wartet, je nachdem wie nass die Haare sind, zieht das Ganze an und dann habt ihr eben die Festigkeit. Wenn ihr es nachstylen wollt, geht es bei dir noch relativ gut, indem ihr halt Wasser auf den Kamm gebt oder in die Hände und das Ganze durchwurstelt. Wenn ihr in die Höhe gehen wollt, müsst ihr ein bisschen spielen mit der Feuchtigkeit. Wenn sie zu nass sind, die Haare, dann hat die Pomade einfach noch keinen Halt und dann wird es entsprechend schwieriger. Und auch mit der Menge müsst ihr ein bisschen spielen, aber mit ein bisschen Übung und mit ein bisschen Kenntnis über die eigenen Haare, was die am besten wollen, geht das dann schon auch. Genau, das wäre jetzt so schon halbwegs in Ordnung. Es ist nicht ganz sauber, aber ich will jetzt hier auch nicht eine Ewigkeit sitzen. Und dann
könnt ihr schon noch ein bisschen in die Höhe gehen. Meine Haare sind jetzt mittlerweile relativ lang. Mit kürzeren Haaren geht es natürlich einfacher. Aber das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Und das Ganze kann jetzt einfach trocknen sozusagen. Und wenn es trocknet, zieht es auch noch weiter an. Und dann habt ihr eben den Halt den ganzen Tag, bis ihr irgendwie eine Mütze aufsetzt oder einen Pulli auszieht oder anzieht. Dann ist es wie bei jeder wasserbasierten Pomade, dass das Ganze halt so ein bisschen aufbricht und der Halt einfach verloren geht. Dann könnt ihr versuchen, das mit Wasser zu reaktivieren. Aber auch das ist immer bei wasserbasierten Pomaden, ja, je nachdem, wie viele verwendet und wie ihr die Haare stylt, wird es halt mehr oder weniger gut. Der Duft ist eigentlich gut wahrnehmbar. Ich glaube, der Max hinter der Kamera riecht es auch. Also das ist ein angenehmer Duft, der sich gut verteilt, gut wahrnehmbar ist, über den Lauf des Tages natürlich geringer wird. Aber das ist ein schöner Alltagsduft. Die Pomade ist wie jede mittelfeste wasserbasierte Pomade gut geeignet für nicht allzu hohe Styles und für diejenigen, die auch nicht ganz so einen Helm haben wollen. Ansonsten tut sie, was sie tun soll. Wird natürlich über den Lauf des Tages auch ein bisschen matter. Das glänzt dann nicht ganz so, wenn es trocken wird. Aber ansonsten, ja, gibt's nichts zu meckern, aber auch nichts jetzt hoch in den Himmel zu preisen, dass es was Besonderes wäre, blöd gesagt. Es ist eine Standard-wasserbasierte Pomade. Für alle, die es nutzen wollen oder die es nutzen sozusagen, ist das halt mal ein angenehm frischer, moderner Duft. Wenn ihr Fragen zu Suavecito habt, allgemein oder zu wasserbasierten Pomaden oder welche Pomade ihr quasi braucht, beraten wir euch gerne in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, ruft uns an, schreibt uns über Instagram oder Facebook an und dann würden wir uns noch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr es liked oder sogar teilt und dann sehen wir uns beim nächsten Review. Servus!